Grey Aliens. Dieses Video ist eine Erweiterung eines Kapitels aus meiner Dokumentation zum Dritten Weltkrieg, welches ich bereits veröffentlicht habe. Dies ist ein philosophischer Denkansatz. Ich kann nicht garantieren, dass meine nachfolgenden Worte der Realität entsprechen. Sehr viele Menschen glauben, die Menschheit könnte in ferner Zukunft mit Raumschiffen, ähnlich wie ein Raumschiff Enterprise, durch die Galaxie reisen. Das habe ich früher auch mal geglaubt. Mir ist mehr oder weniger klar geworden, dass die Natur des Lebens und der Seele multidimensional ist, von klein zu groß. Im Grunde genommen gibt es auf der Erde mindestens 3 Lebensräume, die einzeln betrachtet unabhängig voneinander sind. Die wären der Mikrokosmos, der flüssige Aggregatzustand und das Land. Um zu erkennen, dass diese 3 Lebensräume miteinander zusammenhängen, muss man sie aus einer höheren Perspektive betrachten. Der Mikrokosmos ist wie eine allgegenwärtige, unsichtbare Paralleldimension. Ich glaube, selbst wenn Mikroorganismen denken könnten, würden sie nicht merken, dass um sie herum etwas Größeres existiert. Für einen Fisch besteht das komplette Universum aus Wasser. Das Land befindet sich außerhalb seines Wahrnehmungshorizontes. Landbewohner wie Reptilien oder Säugetiere sehen die Realität aus einer höheren Perspektive, wie Fische. Sie können schwimmen oder tauchen. Für Fische ist das Land absolut tödlich. Der Mensch ist aufgrund seines Verstandes in der Lage, einen Zusammenhang zwischen allen 3 Lebensräumen herzustellen. Irgendwann kam mir folgender Gedanke: Wenn es auf der Erde so ist wie beschrieben, könnte der Weltraum ebenfalls ein eigener Lebensraum sein. Wenn der Mikrokosmos ein Lebensraum für Mikroorganismen ist, könnte der Makrokosmos ein Lebensraum für Makroorganismen sein. Das Universum ist eine Dimension jenseits unserer Vorstellungskraft. Hierzu ein kleiner Film. Bei diesen für einen Menschen absolut unvorstellbaren Größenverhältnissen ist es extrem offensichtlich, dass das Universum nicht geschaffen wurde, um von Menschen bereist zu werden. Was ich damit sagen will, ist folgendes: Die Vorstellung, dass mega intelligente Fische mit irgendwelchen wassergefüllten Vehikeln aus den Ozeanen hervorsteigen, um auf der Erde herumzufahren, ist lächerlich. Dass der Mensch mit Raumschiffen interstellare Raumfahrt betreibt, ebenfalls. Der Weltraum existiert nicht, um von Menschen bereist oder gar kolonisiert zu werden. Wäre das möglich, würde die Artenvielfalt im Universum eingeschränkt werden. Es wird im Universum sicher noch andere Planeten geben, die mit Leben besiedelt sind. Ich glaube aber nicht, dass wir sie oder sie uns mit Raumschiffen besuchen können.
Meiner Überzeugung nach ist der Weltraum von Engeln besiedelt, was auch immer das bedeuten mag. Aber was hat das mit Grace zu tun? Einige Menschen glauben, Grace kam vom Zeta Reticuli Sternensystem zur Erde und haben Kontakt mit der amerikanischen Regierung nach dem Roswell-Vorfall aufgenommen. Dass Regierungen in Kontakt mit Grace stehen, halte ich für möglich. Dass Grace von Zeta Reticuli stammt, nicht. Was sind das, Marsmännchen? Es handelt sich hierbei um interdimensionale Wesen. Schön, dass du wieder da bist, Ochs. Was ist denn das jetzt? Eine Pforte, ein Übergang in eine andere Dimension. Falls Grays existieren, dann kommen sie nicht von fremden Sternen, sondern sind interdimensionaler Natur. Das heißt, sie würden aus einer anderen Dimension kommen. Es könnte sein, dass in unterirdischen Einrichtungen, wie zum Beispiel in der amerikanischen Basis Diese, unter dämonischer Anleitung biologische Körper gezüchtet werden. Diese Anzüge könnten als Vehikel für Höllenbewohner, das heißt Seelen, die sich von Gott und dem Leben getrennt haben, bzw. Dämonen dienen, damit sie sich auf der Erde, wo sie nichts verloren haben, aufhalten können. Ich bin überzeugt, das Wissen um mit dem Totenreich bzw. der Hölle Kontakt aufzunehmen ist Jahrtausende alt und mit den hohen Graden diverser Mysterienschulen, wie zum Beispiel der Freimaurerei, gelehrt. Bezüglich der Untergrundbasis Diese werde ich kurz auf Phil Schneider eingehen. Er war Geologe und Sprengstoffexperte für das US-Militär. Hierzu ein kleiner Film. Now, another thing I want to reach to you is that during the unbelievable part, I was involved in building another base inside of Dulce, New Mexico, which is Los Alamos Laboratory. It's a biological laboratory. On the southwest part of the Archuleta Mesa, we built an underground facility, a better part of 3 cubic miles hollowed out underground. Then to the southwest of that, we were in the process of the early stages of building. We drilled 4 large tunnel-like holes. Some of them ran 2.5 miles under the surface. Number of the original wells or drilling machines that were used were at the rate of up 2 miles a day. It was fairly rapid. The equipment kept coming up broken. So we wanted to go down, we wanted to send somebody down there, a human observer, or human observers in this case, to find out what was going on. Well, to our total surprise, first of all, the government knew all about it. They didn't tell anybody. When I saw Green Beret and Black Beret people encamped inside of our geologist camp, I knew something was up, the gig was up. First of all, I knew all about the alien agenda. I'll explain that in a few minutes. The large alien grays had been encamped there for as best as believed possible about 400 or 500 years. Had been one of their internal bases. And we'd drilled holes right on top of it. All the stinking air, all the black sooty air came right out as soon as the first hole was sunk, and all this soot came up, and well, that's when all the hell broke loose, really, all it started. Anyway, after we drilled all 4 holes, it took about 2 days to drill all 4 of them. And when you build an underground base, you drill 4 basic holes, and then you build called stopes or cross-member holes across, and then you use blasting equipment, special blasting equipment by the analyzation of the rock formation, and you literally blast out or tunnel out or deflagrate or melt rock out to build the large rooms that are required for this underground base. Well, in this process, I was lowered down the basket of one of these holes, and about from me to this elderly woman here in the front was sitting a 7-foot-tall alien gray. The stench was worse than the worst garbage can you can imagine. The person was the entity was absolutely horrible. I didn't waste any time. I reached for my pistol. At that time, as an engineer, I didn't have time to carry all the folderol of one of these big
the submachine guns that all the sea spray and the yellow fruit and all the outer perimeter and inner perimeter security people carried. I carried a little Walter PPK pistol with a 9-shot clip. This is in late August of 1979. Now, you got a regular suit of clothes, you got a regular clothes on, plus you're in almost like a spacesuit environment, and you're reaching for a gun. It's not the easiest thing to do, and then to pop a clip in it and start shooting. And I killed 2 of them. Yes, they're mortal, and they do die. However, in the process, one of them did this. All I remember is that he just kind of waved his hand in front of his chest, and the next thing I know, this blue beam hit me and just literally opened me up like a fish. And burnt my fingers right off of me, and it was some form of electrical force, because the kind of like being hit by a lightning bolt burned all my toenails off of me, completely crispy crittered my left foot, burnt the shoe right off of me. All I remember is the smoking remains, and I'm still conscious, but in and out of, I didn't remember much. And there was a Green Beret that was right behind me that risked his life. In fact, he died. But he risked his life. He shoved me back in the basket and hit the button and took me up. I wouldn't be alive talking to you today if it wasn't for him. I'm forever indebted. He lost his life. 66 Secret Service agents, Green Berets, Black Berets, crack troops lost their lives because the government, our United States government, lied, did not tell us anything about the alien threat. There's a war underneath there, and I'm talking dead serious. It's been going on since that time. Since late August of 1979, our military, the Russian military, basically the militaries of the world, have been in constant conflict with the outer space alien. The small gray, the large gray, the reptilians, the whole thing. There are 11 distinct races of aliens. 2 are benevolent. 1 had to leave here in a hurry because their world is under attack, both on the surface as well as underground there, the Pleiadians. They're familiar. Maybe some of you are familiar with that. Would some of you raise your hands who've heard of Billy Meyer and some of the, very good, about half the group. Well, Billy Meyer is one of these lucky people that they figured, well, he's kind of a simple type, we'll show him everything. Well, these are the benevolent aliens, and they've been here helping us. In fact, I have a picture, let me reach for it here. I have a picture of one of the aliens been working for the United States Pentagon for the last 58 years. His name is Valiant Thor. He's right here. There's my father in the background. Phil Schneider behauptet, die Menschheit würde sich im Krieg mit 11 außerirdischen Rassen aus dem Weltraum befinden. Diesen Konflikt halte ich für möglich, wobei ich glaube, dass einige Regierungen mit solchen Wesen zusammenarbeiten. Dass diese Wesen aus dem Weltraum kommen, glaube ich nicht. Wenn interstellare Raumfahrt möglich wäre, was ich bezweifle, würde eine Technologie benötigt, die unserer wohl um Jahrhunderte oder gar Jahrtausende voraus ist. Wenn aggressive Aliens mit solcher Technologie sich im Krieg mit der Menschheit befinden, dann würden sie sich wohl kaum kilometertief in unterirdischen Einrichtungen verschanzen. Die Menschheit wäre von diesen Aliens schon längst versklavt oder komplett vernichtet worden. Ich bin überzeugt, die Wesen, mit denen Phil Schneider konfrontiert wurde, sind interdimensionaler Natur und kommen direkt aus der Höllendimension. Phil Schneider hat zur Waffe gegriffen, weil diese Wesen absolut scheußlich sein sollen. Ich denke, diese Wesen brennen im Feuer des Hasses, wodurch sie eine absolut bösartige Ausstrahlung haben. Durch diese Ausstrahlung wird bei einem Menschen ein Kampf- oder Fluchtreflex ausgelöst. Das Feuer des Hasses erklärte ich in meinem Video Das Mahlzeichen des Tieres komplett erklärt. Ich erwähnte, dass Bioroboter als Vehikel für Dämonen aus der Höllendimension von Menschen gezüchtet werden.
Aber warum werden diese Wesen vom Militär verschiedener Länder bekämpft? Hardcore-Satanisten wollen Dämonen auf die Erde holen, um die Hölle auf diesem Planeten umzusetzen. Gemäßigte Satanisten nicht. Deswegen könnten diese Wesen von gemäßigten Satanisten bekämpft werden. Was ich unter Hardcore und gemäßigten Satanisten verstehe, erklärte ich in meiner Dokumentation zum Dritten Weltkrieg. Ich halte es für möglich, dass sich während der Trübsalzeit unter der Herrschaft des Antichristen, der meiner Meinung nach Barack Obama sein wird, sich dämonisch besetzte Bioroboter auf der Erde aufhalten werden.